Welche Träume und Wünsche haben wohl junge Menschen in fernen und exotischen Ländern, wie zum Beispiel Jamaika oder Marokko? Um das herauszufinden, haben wir sie einfach mal zu Hause besucht. Dieser schlichte Raum ist ein Kinderzimmer auf Jamaika. Ein Fotoapparat, Schuluniform inklusive Strohhut, zahlreiche Pokale auf dem Nachttisch. Bei wem sind wir hier zu Gast? Ich heiße Sean Graham Connolly, bin 16 und das ist mein Zimmer. Sehr viel spartanischer ist dieses Kinderzimmer. Es gibt auch keine Möbel, wie wir sie kennen. Doch hier schläft Rahma, ein 15-jähriges Mädchen aus Marokko. Doch zuerst lernen wir Sean aus Jamaika näher kennen. Gerade bügelt sie ihre Schuluniform. Der Strohhut gehört wegen der starken Karibiksonne zur Schulkleidung dazu. Doch beides wird die Jamaikanerin in den nächsten 9 Wochen nicht brauchen. Denn Sean hat Sommerferien. Und die Uniform kommt in der Zeit in den Schrank. Dafür hat die 16-Jährige jetzt viel Zeit für ihr liebstes Hobby. Zahlreiche Pokale sind der Beweis für ihr Talent. Bei Gesangswettbewerben war Sean bereits erfolgreich. Daheim verbringt sie viel Zeit mit ihrer alleinerziehenden Mutter. Auf Jamaika gelten zwar viele Ehen offiziell als intakt, doch die Väter kümmern sich traditionell eher wenig um die Kindererziehung. Die Teenagerin muss zu Hause auf alle Fälle mit anpacken. Und hier kommt die geheimnisvolle Zahl 2 ins Spiel. Denn die Familie wohnt in ihrem eigenen Hotel. Mutter Helen wohnt in Zimmer Nummer 1, Tochter Sean in Nummer 2. Definitiv ein ungewöhnliches Kinderzimmer. Aber der Tourismus ist der größte Wirtschaftsfaktor des Inselstaates. Besonders jetzt, während der Sommerferien, packt die 16-Jährige mit an. Wie ist es eigentlich so, im eigenen Hotel zu leben? Es kommen die unterschiedlichsten Gäste hierher. Da kann es schon mal laut werden. Aber mir macht das nichts aus. Und ich lerne gerne neue Leute kennen. Erst vor 5 Jahren ist Sean mit ihrer Mutter von England nach Jamaika gezogen, nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten. Seitdem wohnt und hilft sie im Hotel aus. Ich helfe gerne. Meistens jedenfalls. Aber vor allem, wenn meine Mutter nicht da ist oder beschäftigt ist. Ich checke dann die Gäste ein. Das ist schon okay. Das Leben im Hotel weckt aber auch ihre Reiselust. Tausende Kilometer entfernt in Marokko lebt Rahma mit ihrer Familie in Zelten. Sie sind Nomaden und zurzeit im Süden des rauen Atlasgebirges unterwegs. Die Nomaden schlagen ihre Zelte selten zweimal am gleichen Platz auf. Außenstehende kommen so gut wie nie hierher. Fremde oder gar Ausländer sind die Berber nicht gewöhnt. Schon gar nicht ein Kamerateam. Unser Redakteur versucht sein Äußeres den Nomaden anzupassen. Hier prallen Kulturen aufeinander. Nur langsam gewöhnt sich Rahmas Familie an die Kamera. 9 Personen zählen zur Familie. Die Männer der Sippe, Rahmas Vater, ihr Großvater, ihr Bruder Ayub und ihre Onkel und Mutter Aisha. Sie sind traditionelle Berber, die Ureinwohner Marokkos. Die Sommermonate verbringen sie im Atlasgebirge und den Winter in der Wüste. In dieser Gegend leben nur wenige Menschen. Unseren hektischen Alltag kennen die Berber nicht und sind entsprechend scheu. Die Kommunikation ist ebenfalls sehr schwierig. Wir wollen wissen, ob Rahma nicht lieber in der Stadt leben würde, wo sie Freundinnen und Hobbys haben könnte. Ihre Antwort: ein schüchternes Lachen. Hä? Wie? Das kann ich doch nicht sagen. Unsere Fragen zu beantworten fällt ihr schwer. Aber wir dürfen sie begleiten. Sie sammelt Brennholz ein, das sie zum Befeuern des Ofens braucht.
Die Siedlung der Familie besteht aus einer provisorisch aufgebauten Steinhütte, einigen Verschlägen für Ziegen und Schafe und den Zelten. Die Berber leben von ihren Tieren. Sie sind größtenteils Selbstversorger. Etwa alle 4 bis 6 Monate brechen sie ihre Zelte ab und reisen weiter. Gut 5 Millionen Berber leben als Nomaden. Genaue Zahlen gibt es nicht. Papiere hat hier so gut wie niemand. Die Rollen sind klar verteilt. Die Männer verbringen die meiste Zeit des Tages im Zelt. Für die Versorgung der Familie sind die Frauen zuständig. Rahmas Tag ist deshalb streng durchgetaktet. Beeil dich, wir haben viel zu tun. Freizeit, Spielzeug oder Handy kennt das Mädchen nicht. Das Leben im rauen Gebirge hinterlässt Spuren. Die Menschen altern früh. Rahmas Mutter ist noch nicht einmal 40 Jahre alt. Bevor sich Rahma ums Essen kümmert, hat sie aber noch eine weitere Aufgabe zu erledigen. Denn auch das Familieneinkommen ist Frauensache. Mit 15 Jahren muss sie schon viel Verantwortung tragen. Verantwortung trägt auch Sean im Hotel, doch ihr Alltag ist um vieles leichter. Gerade kommen neue Gäste an. Den Umgang mit Touristen ist sie von klein auf gewöhnt und es fällt ihr entsprechend leicht. Sean kümmert sich auch um den Service. Was sie selbst später beruflich machen möchte, weiß sie noch nicht genau. Das Hotel von ihrer Mutter zu übernehmen wäre eine Möglichkeit, aber derzeit sicher nicht ihr Favorit. Nach getaner Arbeit hängt sie ohnehin am liebsten mit ihren Freundinnen ab. Oder kümmert sich um ihr Hobby, die Fotografie. Das Fotografieren macht richtig Spaß. Zum Beispiel in der Schule. Da bin ich die Vorsitzende des Fotoclubs. Ich mache das sehr gern für mich, aber auch in der Schule und Veranstaltungen. Auch beim Fotoclub sind gerade Ferien, aber Sean übt mit ihrer Kamera trotzdem fast jeden Tag. Bei einem Teenager hätten wir allerdings eher ein Smartphone erwartet. Reicht das nicht zum Fotografieren? Was ich daran mag, ist die bessere Qualität der Bilder. Man kann experimentieren, einfach seine Kreativität ausleben und man hat ganz andere Möglichkeiten. Der Fotoclub ist auch die beliebteste Arbeitsgruppe an ihrer Schule. Wenn Sean mit ihren Freundinnen an den Strand geht, und das macht sie jeden Tag, nimmt sie ihren Fotoapparat immer mit. Hier geht es um Schnappschüsse fürs Internet. Vor allem für die eigene Facebook-Seite. Doch das ist nicht eure einzige Aktivität hier, oder, Mädels? Wir machen ständig Fotos von uns selbst. Dafür kommen wir hierher. Das Meer ist auch schön. Ich schwimme gern. Meist ist es viel zu heiß, um zu Hause zu bleiben. Dann gehen wir zum Strand. Den gibt es hier sowieso überall. Hier kannst du relaxen, einfach entspannen. Na, am jamaikanischen Strand entspannen, das können wir uns auch sehr gut vorstellen. Palmen, Strand und Sonne gehören zu Jamaika ja genauso dazu wie Reggae-Musik und Kiffen. Oder etwa nicht? Das ist doch nur ein typisches Klischee. Klar, viele Jamaikaner rauchen Marihuana, aber nicht alle. Mich reizt das jedenfalls gar nicht. Im Vergleich zum Leben eines Berbermädchens ist das auf jeden Fall Freiheit pur. Mit ihrer Mutter webt Rahma an einem neuen Zelt aus Schafswolle und Ziegenhaar. 2 Stunden am Tag sind für diese Arbeit fest eingeplant. Damit sichern sie das Einkommen des ganzen Stamms. Aber Rahma ist auch zuständig für die Versorgung der Familie. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich zurück in die Küche. Ja? Gut, dann kannst du schon mit dem Kochen anfangen. Dann packe ich hier alles ein und gehe. 2 Monate arbeiten die beiden an so einem Zelt. Das verkaufen die Männer später auf dem Markt. Durch den Verkauf von Zelten und Schafen verdienen die Berber das Geld für Lebensmittel oder Kleidung. Mittlerweile ist früher Nachmittag, doch eine Pause ist für Rahma nicht in Sicht. Denn jetzt muss sie sich um das Essen für die 9-köpfige Familie kümmern.
und wir bekommen immer mehr den Eindruck, dass die Aufgabenverteilung hier nicht ganz gerecht abläuft. Denn während Rachma und ihre Mutter ununterbrochen arbeiten, haben die männlichen Familienmitglieder ein recht entspanntes Leben. Aber für Rachma ist das ganz normal. Routiniert feuert sie mit ihrem gesammelten Brennholz den Ofen an, schält Kartoffeln und bereitet das Essen für die Familie zu. Ohne Strom und ohne Hilfe. Das Berberleben zwingt die 15-Jährige zum Erwachsensein. Im Zelt auszuruhen, ist den Männern vorbehalten. Auf dem Teppich haben die Frauen keinen Zutritt. Nur Bruder Ayub unterstützt sie. Er kümmert sich ums Vieh. Wir merken, er ist viel neugieriger, redet und spielt mit uns. Rachmas nächste Aufgabe: Essen servieren. Davon bekommt sie selbst allerdings noch nichts ab. Die Frauen essen später, wenn Zeit dazu ist. Kartoffeln, Gemüse und Brot, das gibt es fast täglich. Fleisch nur selten. Einmal im Monat holen die Männer Vorräte aus dem nächsten Ort. Der ist einen Tagesritt entfernt. Jetzt muss das Mädchen noch für frisches Wasser sorgen. Im Tal, einen halben Kilometer vom Zelt entfernt, gibt es eine Quelle. Damit die Familie trinken, kochen, sich waschen und das Vieh versorgen kann, muss Rachma regelmäßig 20 Liter nach Hause tragen. Berber sind Moslems. Das Kopftuch trägt Rachma aus religiösen Gründen. Das Tuch vor dem Gesicht braucht sie allerdings zum Schutz vor Sand und Wind. Die Kinder hier besuchen keine Schule. Alles, was sie für ihr Nomadenleben brauchen, lernen sie von der Familie. Dann endlich hat auch Rachma Feierabend und findet Zeit zum Essen. Noch etwa 3 Jahre wird sie bei ihrer Familie leben. Dann heiratet sie einen jungen Mann aus einer befreundeten Sippe. Dem ist sie bereits versprochen. Bei ihrer Hochzeit wird sie 18 Jahre alt sein, wie schon ihre Mutter. Eine ganz normale Kindheit ohne Hobbys bei den Berbern im rauen Atlasgebirge Marokkos. Ganz anders bei der 15-jährigen Sian in Jamaika. Sie genießt eine unbeschwerte Jugend. Heute besucht sie mit ihrer Mutter ein Tonstudio, um ein paar Aufnahmen zu machen. Sian schreibt auch eigene Lieder, doch vor unserer Kamera ist sie dann doch zu nervös. Stattdessen soll es ein Cover von Nationalheld Bob Marley sein. Mit Besuchen in der Tonkabine will Sian mehr Routine vor dem Mikrofon bekommen. Ich mag das total, denn ich mag singen. Da fühle ich mich in meinem Element, nämlich das zu tun, was ich liebe. Für mich ist das eins der besten Gefühle überhaupt. Na dann, Bühne frei. Sian ist mit ihrem Hobby nicht allein. Die Jamaikaner sind musikverrückt. So hat Jamaika zum Beispiel die meisten Tonstudios pro Einwohner weltweit. Den Mega-Erfolg von Reggae-Legende Bob Marley wird wohl kaum jemand mehr erreichen. Die Musik zum Beruf zu machen, für viele hier ein großer Traum. Nun, ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil ich es sehr mag. Warum nicht? Vielleicht werde ich ja mal Sängerin. Für den Augenblick genießt Sian einfach nur den Besuch im Aufnahmestudio. Es ist ein tolles Gefühl. Zu singen und das dann als Aufnahme zu hören, ist wirklich fantastisch. Beim nächsten Mal will sie dann auch einen eigenen Song einspielen. Und wer weiß, vielleicht wird Sian ja irgendwann in die Fußstapfen des Nationalhelden Bob Marley treten. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.